Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich lege euch hier oben oder auf die Seite eine Auswahlmöglichkeit. Mal schauen, was unter dem Deck ist. Okay, es geht um Heilung von Mutterthemen und darum, dass man da jetzt mal Hilfe annimmt. Das passt ziemlich gut, denn je mehr du annehmen kannst, desto mehr empfänglicher bist du, was ja auch das Prinzip einer Frau mit darstellt, zu empfangen. Jetzt gucken wir, was der Tag noch so bringt an kollektiven Infos. Wir haben schon mal eine Zahl dabei, das ist die 60. Bei der 60 haben wir in der Quersumme die 6 und da kriegen wir so eine Art Weckruf, dass wir wieder Führung aufnehmen sollen, dass etwas aus dem Gleichgewicht gerutscht ist. Und ja, es ist so ein kleiner Gong. Ich sage euch gleich mehr. Es kann ja heute sein, dass ihr, was heißt heute, ihr wisst, dass das nicht speziell für diesen Tag ist, sondern dass das immer so Impulse sind, die im Kollektiv rumschwirren, die ich hier auffange. Aber heute lege ich es, deshalb sage ich heute. Und es kann hier sein, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt in der Kommunikation, ja, dass ihr auf Nachrichten wartet oder dass Nachrichten verzögert sind. Möglicherweise hebt jemand hier sein Schweigen auf, dass du gesagt hast, okay, ich melde mich mal nicht mehr, ich bin jetzt wieder bereit. Das kann jetzt hier mit einer Person aus der Vergangenheit sein, das kann auch so eine gewisse Sprachlosigkeit sein, die hier mit dieser Legung gemeint ist, ne? Möglicherweise hat es dir hier mal sprichwörtlich die Sprache verschlagen. Und hier kommt irgendwie die Klärung. Das heißt, überall da, wo es Schwierigkeiten gab, wo man in Gesprächen vielleicht aneinander vorbeigeredet hat oder ja auch einfach nicht mehr gewusst hat, was man noch sagen soll, wo eine gewisse Unruhe, eine gewisse Aufregung mit einhergegangen ist. Da ist so ein Klärungsbedarf und die Klärung kommt hier auch und die Situation beruhigt sich. Das kann hier verstärkt umgehen, dass du vielleicht mit jemand sogar gebrochen hast, innerlich. Und dass an sich schon viel gesprochen wurde, aber dass so ein kleiner Rest noch offen ist. Und genau sowas zeigt sich hier. Und hier liegt, ja, dass man schon wieder in der Lage ist, darüber wegzugehen, im Nachhinein zu klären, aus gutem Herzen rauszusprechen. Für alle, die auf eine Nachricht warten von einem Wunschpartner, so kann sie hier auch kommen. Oder die einfach mal wieder von jemand was hören wollen, von jemand ganz Speziellem. Man kommt hier weiter. Die Reise geht schön nach vorne. Das heißt, möglicherweise triffst du eine Person,
man ist unterwegs zusammen, man tauscht sich wieder aus, man kann Frieden schließen und das Ganze so stehen lassen. Die Situation, die hier liegt, die braucht viel Vertrauen in dich selbst, in die Situation und ja, in das, dass die Liebe am Ende siegt. Wenn ich Liebe sage, meine ich nicht unbedingt Liebespaare, sondern ich meine das im Allgemeinen, ne? Hier kann tatsächlich auch sein, dass sich jemand wieder meldet, der sich lange nicht gemeldet hat, der weiter von dir weglebt, möglicherweise sogar im Ausland. Und hier kommen wieder schöne Energien, wo vorher eine schwierige Situation war. Wir haben hier die Karte der Luftgeist und das zusammenhängende Wissen damit. Ja, und die Karte zeigt einfach an, dass es jetzt nötig ist, dass man nachdenkt, dass man keine impulsiven Handlungen macht, sondern dass man sich klärt, zuhört, sich Zeit nimmt, ein Für und Wider abwägt. Und ja, man geht hier sogar so ein bisschen dieses Ding ein, dass man gewissenhaft und strukturiert vorgeht. Und dass es eben auch wieder in die richtige Richtung geht. Die Luft steht für die Weisheit, die geistige Aktivität, die Vernunft und eben auch die Fähigkeit, Intellekt und Kommunikation zu verstehen und auch weiterzugeben. Luft wird auch mit Neubeginnen in Zusammenhang gebracht. Das kann hier sein, dass man neu aufeinander zugeht, dass man die Dinge erwachsen klärt. Und der Luftgeist, der wacht auch über Freundschaft, hat Klarheit und den Fokus auf den positiven Ausgang der Dinge. Lasst euch auch nicht so in dieses unfokussierte Vorangehen reinreißen, ne? Sodass man denkt, okay, da tut sich jetzt eine Gelegenheit auf, ich mache jetzt irgendwas, sondern sei einfach fokussiert, was jetzt in Zukunft wie gesprochen wird oder wo es eben auch wieder überhaupt darum geht, sprechen zu wollen. Ne? Also nicht zu denken, oh, ich sage hier nichts mehr dazu, aber es wühlt mich innerlich trotzdem auf. So eine Situation ist das. Ja, überdenke deine Passion, deine Leidenschaft. Was ist deine Aufgabe hier? Und du hast hier wir haben hier vom Element her noch Erde, ne? Hier wird sich etwas wieder beruhigen und in ein ausgeglichenes Fahrwasser kommen. Unten haben wir noch die Fruchtbarkeit. Bedeutet hier auch, dass wir die Möglichkeit haben, das, was wir hier klären, wieder auf fruchtbaren Boden zu bringen. Okay, wir entscheiden uns mal. Ich lege die Karten noch ein bisschen weiter her. Ich würde hier diese Seite nehmen. Da haben wir das Thema Seelenpartnerbeziehung. Hier steht jetzt drauf, es erwartet dich eine neue Liebesbeziehung mit spiritueller Grundlage. Ich denke einfach, dass neue Themen in die Beziehungen kommen, die es zu lösen gibt. Kann hier natürlich auch ein Beziehungsthema sein. Ne? Wir haben die Liebe dabei und den Liebeskummer oder die Aufregung. Und es wird gesagt, dass wir hier auch, wenn wir hier ein Thema kriegen mit unserer Beziehung, wenn du Single bist, heißt es natürlich, halt die Augen auf. Hier ist jemand in Sicht, der dich auch versteht oder mit dir resoniert. Und das Ganze wird sich dann mit dem goldenen Finger gut entwickeln.
Die Alchemie ist hier drauf, ne? Egal welches Projekt du beginnst. Kann natürlich auch sein, du triffst jemand auf der Arbeitsebene, mit dem du hier ein gemeinsames Projekt vorantreibst. Ihr habt die Schatztruhe, die ziehe ich nur ganz selten. Hier kommt Reichtum und Fülle in dein Leben. Möglicherweise auch finanzieller Art. Also wenn ich die mal für mich gezogen habe, dann habe ich irgendwo immer was hergekriegt, unerwartet. Und ihr habt die Morgendämmerung. Das heißt, das Schlimmste liegt jetzt hinter dir. Möglicherweise auch Verluste oder irgendwo, wo du Mangel erlitten hast. Und du kannst dem Ganzen positiver entgegengucken, so wie jeden Morgen auch wieder die Sonne aufgeht, ne? Okay, ihr Lieben, wir lassen es für heute so stehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.